Hallo meine Freunde, hola Madridistas, was war das denn bitte für ein geiles Video? Und ich rede nicht mal unbedingt über das tolle Tor von Gonzalo Garcia, das war der perfekte Kopfball, was für ein Timing, was für eine Wucht etc. Nein, ich rede vielmehr über diese Stimmung in diesem Stadion. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, nein, das Spiel fand nicht im Santiago Bernabéu statt, im Viertelfinale einer Champions League oder Halbfinale. Das hätte man von der Stimmung aus annehmen können. Nein, das Stadion war im Hard Rock Stadium in Miami. Und ich glaube, wenn man das sieht, man merkt einfach, Real Madrid ist der größte Verein der Welt. Also, mir hat das Gänsehaut bereitet und ich wollte diesen Moment mit euch teilen. Ja, worüber reden wir heute in diesem Video? Zwei große Punkte. Punkt Nummer 1. Es gibt einen neuen Chef in Spanien zu den Schiedsrichtern und es ist nicht Fernández Borbalán. Das treibt mir schon mal ein Lächeln ins Gesicht. Wer der neue CEO der spanischen Schiedsrichter ist, was Real Madrid davon denkt, welcher Fußballfan er ist, etc., erfahrt ihr alles in diesem Video. Und dann habe ich, glaube ich, hunderte Kommentare bekommen, ob ich die Szene gesehen hätte zwischen Jude Bellingham und Arda Güler. Und ich gebe euch meine ehrliche Meinung. Also, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, meine Freunde, die Club-WM macht gerade 2 Tage Pause, also kann ich euch jetzt nicht berichten, was gestern passiert ist, was heute passieren wird, gar nichts. Also, gehen wir direkt auf die nächste Kategorie, Zuschauerkommentar. Und da habe ich mir den Kommentar von Roman ausgesucht. Er hat geschrieben, mein neuer Favorit seit Alonsos Start ist Fran Garcia. Ich mag Fran Garcia sehr und er spielt in letzter Zeit so gut. Und einige von euch denken sich, warum hast du diesen Kommentar ausgesucht, Mario? Ganz einfach, ich habe mein Video von gestern mir nochmal angeschaut und habe gemerkt, dass ich Fran Garcia nicht die Ehre erwiesen habe, die er verdient hätte. Vor allem, wenn man die gesamte Club-WM sieht. Er ist einer der großen Gewinner seit der Ankunft von Xabi Alonso. Fran Garcia hat von mir sehr viel Kritik bekommen im Laufe des letzten halben Jahres. Und jetzt muss ich dann auch die Größe haben, zu sagen, Respekt, wem Respekt gebührt. Fran Garcia ist für mich bisher der beste linke Verteidiger der Club-WM mit großem Abstand. Ein Xabi Alonso hilft ihm natürlich, seine Defizite etwas zu verstecken, hilft ihm aber noch viel mehr, seine Stärken zu zeigen. Dieses offensive Draufgehen, hohe Balleroberung, ich weiß gar nicht, wie oft er da vorne den Ball erobert hat, immer wieder eine Gefahr, Flanken, Pässe etc. Absolut tolle WM. Und wenn ich vor der WM noch gesagt habe, ein Ferland Mendy und ein Fran Garcia müssen beide verkauft werden, beide haben nicht das Niveau Real Madrid, bin ich jetzt inzwischen der Meinung, ein Fran Garcia muss bleiben. Er wäre nicht mein stammlinker Verteidiger. Ich bin immer noch froh, wenn wir einen Álvaro Carreras haben für die großen Matches. Wenn Barca kommt, wenn City kommt etc., möchte ich einfach jemanden da haben, der noch ein bisschen mehr Sicherheit am Ball hat. Aber ich sag mal, für 80% der Spiele kannst du einen Fran Garcia blind aufstellen. Und deshalb mein Respekt, mein Dank an Fran Garcia. Ja, fangen wir jetzt mit den Themen des heutigen Videos an. Das ist Fran Soto, der neue CEO der spanischen Schiedsrichter. Er ist 45 Jahre alt, er ist Anwalt und er hat noch nie irgendwo in der ersten Liga gepfiffen. Er kommt aus meiner Region in Spanien, Galicien, hat dort in der dritten, zweiten Liga etc. relativ viele Spiele gemacht. Parallel zum Anwaltsdasein, da hat er sich ums Steuerrecht gekümmert, also ein bisschen langweilig meiner Meinung nach, hat er Karriere gleichzeitig im Schiedsrichterwesen gemacht. Er war mit Chef einer der größten Kanzleien in Galicien, also Respekt dafür muss man schon einiges auf dem Kasten haben. Und jetzt hat er das alles aufgegeben, um Chef, CEO des CTAs zu werden. So weit, so gut. Ja, und was ist mein persönlicher erster Eindruck? Ganz ehrlich, der erste Eindruck meinerseits war nicht gut und das muss schon einiges heißen. Der kommt aus meiner Region, Gallego, auch wie Lucas Vázquez etc.
Aber er hat in seinem Amtsantritt erstmal davon geredet, dass Spanien die besten Schiedsrichter mit der Welt hat und dass das einfach nur ein Zufall wäre, dass sie nicht bei der Club-WM sind. Dann wurde er auch zum Fall Negreira gefragt und er hat gesagt, ich kannte den Mann nicht mal, das sind vergangene Zeiten, wir starten jetzt in eine neue Zukunft, darüber möchte ich nicht reden. Und mein erster Gedanke war, wie darüber möchtest du nicht reden? Der saß, während er das gesagt hat, auch noch unter einem Plakat, da stand Transparenz, Respekt oder was auch immer, auf jeden Fall auch Transparenz. Und Exigencia, das ist sowas wie Anforderungen an einen selber. Und ich dachte, na toll, da sieht man, dass das Plakat überhaupt nicht zu deinen Worten passt. Du kannst nicht so tun, als wenn Negreira nicht mehr existieren würde, wenn die Schiedsrichter, die unter Negreira ihre Karriere gemacht haben, heute noch pfeifen. Und das hat mich persönlich schon verletzt und es war ein Schlag in die Magengrube. Dann kam ein paar Stunden später auch noch raus, dass dieser Mann in seinem Privatleben, das weiß man in Vigo, der Freundeskreis, man kennt ihn, großer Barcelona-Fan ist und auch leider Anti-Madridista in seinem privaten Leben. Und ich dachte nur, na toll, was soll das Ganze? Ja, wie dem auch sei, bevor ich euch meine endgültige Meinung gebe, hören wir uns erstmal an, das ist viel wichtiger als meine Meinung, was denkt Real Madrid über diese Situation? Und eine Frage, Melchior, stimmt es, dass man in Madrid denkt, es ist wieder das Gleiche wie immer? Denken Sie, es ist wieder das Gleiche? Es ist nicht gerade die Veränderung, die Sie erwartet haben. Aber wenn Sie nicht kennen, was haben Sie denn erwartet? Nun, mit dem Weggang von Medina Cantalejo und Klaus Gomez hatten Sie natürlich Hoffnung geschöpft. Sie hatten die Hoffnung, dass es einen absolut radikalen Wandel geben würde, eine echte Veränderung, nachdem Sie viele Jahre darauf hingearbeitet hatten. Und auch wenn Sie ihn nicht direkt kennen, aber gut, Sie verstehen, dass es nicht die Veränderung ist, die Sie erwartet hatten, trotz der ersten Worte, die Herr Francisco Soto über Transparenz gesagt hat, darüber, dass er Negreira nicht kannte, darüber, dass man die Kontroversen hinter sich lassen müsse und dass alles für alle besser werden würde. Also Sie haben Ihre Zweifel, Sie sind nicht überzeugt, Juanma. Und Real Madrid sieht den Kern der Sache ein wenig in der richterlichen Unabhängigkeit. Auch in der Schiedsrichterei gleichzeitig, denn sie sind ja letztlich auch Richter. Das heißt, dass die Schiedsrichter nicht direkt vom spanischen Fußballverband abhängig sind oder, wie derzeit diskutiert wird, nicht direkt von der Liga abhängen. Es ist zwar besser, von zwei als nur von einem abhängig zu sein, aber Real Madrid würde es bevorzugen, wenn es ein völlig unabhängiges Gremium gäbe. Das ist, glaube ich, ein wenig die Hoffnung. Und das andere, was man bei Real Madrid spürt, ist, dass ich glaube, Real Madrid wird nicht aufhören, bis jemand für den Fall Negreira zur Rechenschaft gezogen wird. Das heißt, jemand muss für den Fall Negreira bezahlen. Und solange es Nachfolger gibt, aktive Schiedsrichter, die Coachings vom Sohn von Negreira erhalten haben, ist Real Madrid mit dem Schiedsrichterwesen nicht zufrieden. Egal wie sehr man die Spitze beschneidet. Solange man nicht das grundlegende... Ja, ich habe euch extra beide Clips gezeigt, damit ihr auch die verschiedenen Informationsquellen seht. Real Madrid ist mit der Situation logischerweise nicht glücklich. Real Madrid wollte einen radikalen Wechsel. Real Madrid möchte zunächst einmal, dass die Schiedsrichter nicht mehr abhängig sind von der spanischen Föderation. Wozu auch? Das sind schließlich unparteiische, unabhängig sollen die auch sein. Die sollen keinen Chef noch oben drüber haben, wo die vielleicht irgendwas für ihn tun sollten, etc. Madrid möchte einfach nur Transparenz, Fairness und ein absolut unabhängiges Schiedsrichterwesen. Also, und Madrid sagt logischerweise auch, solange heute noch Schiedsrichter pfeifen, die vom Sohn von Negreira gecoacht wurden, wir wissen alle, was dieses Coaching war, solange die Schiedsrichter noch die Spiele pfeifen, die einfach nur da sind, weil sie, so blöd es sich anhört, so gepfiffen haben, wie Negreira es wollte. Was wollte Negreira? Weiter Geld vom FC Barcelona. Also wir brauchen uns jetzt hier auch nicht dumm stellen. Und Madrid sagt, solange diese Schiedsrichter noch pfeifen, ist Madrid nicht zufrieden mit dieser Änderung im System. Es ist egal, wer da oben im Endeffekt sitzt, wenn die da unten immer noch die gleichen Protagonisten sind. Ja, und jetzt kommt meine Meinung und jetzt gibt es etwas Seltenes. Ich bin persönlich etwas anderer Meinung als Real Madrid. Dieser Fran Soto kann in seinem Privatleben ja erstmal sein, was er möchte. Barca-Fan sein von mir aus, Anti-Madridista sein von mir aus, solange er das in seinem Privatleben behält. Der Mann ist Rechtsanwalt, hat an Universitäten Vorlesungen gegeben. Ich hoffe einfach, dass er Berufliches und Privates trennen kann.
Dazu kann ein Soto natürlich auch nicht wie eine Axt im Wald einfallen und sagen, wir haben die schlechtesten Schiedsrichter etc. Dann hätte er, glaube ich, das gesamte Gefolge schon verloren. Ich möchte mir die Situation jetzt erstmal anschauen. Mal schauen, was mit den Schiedsrichtern passiert, die unter Negreira ihre Karriere gemacht haben. Mal schauen, wie lange die noch Spiele so pfeifen dürfen, wie die es machen. Weiß Gott, vielleicht wird es ja relativ schnell da Wechsel geben. Es ist klar, dass er nicht kommen kann und direkt 30 Schiedsrichter absetzen kann und andere auswählen kann. Deshalb die Voraussetzungen, wenn man das von draußen sieht und denkt, na toll, wieder genau das Gleiche, die gleichen Schiedsrichter, es ändert sich nichts. Barca-Fan, alles Katastrophe. Nein, ich möchte erstmal nicht schwarz malen. Ich möchte diesem Mann erstmal eine Chance geben. In einem Jahr unterhalten wir uns nochmal über das spanische Schiedsrichterwesen. Ich hoffe, dass es endlich die Änderung gibt, die der spanische Fußball verdient. Ja, und kommen wir jetzt zu Real Madrid. Während ich parallel die Trainingseinheit von gestern laufen lasse, die Spieler, die gespielt haben, waren im Gym. Diejenigen, die eingewechselt wurden oder auf der Bank waren, durften ein paar Torwartschussübungen machen etc. Das könnt ihr ja parallel beobachten. Währenddessen hat La Liga den Spielplan für die nächste Saison herausgebracht. Ich blende den jetzt mal ein, ich muss das Training mal ganz kurz unterbrechen. Und wie ihr seht, die spanische Liga startet für Madrid im August mit Spielen gegen Osasuna. Das C steht übrigens für Casa, also zu Hause. Real Oviedo auswärts und Mallorca zu Hause. Naja, Mallorca. Die Tretertruppe. Naja, das sind die Spiele, die Madrid im August erwartet. Wenn ihr euch den gesamten Kalender anschauen wollt, könnt ihr das gerne entweder jetzt das Video pausieren und euch den anschauen oder ihr folgt mir gerne auf X, ehemals Twitter, RealMario1902. Da habe ich dieses Foto komplett gepostet. Da könnt ihr gucken und euren Urlaub planen. Diejenigen, die ihr Glück versuchen wollen, zu einem Klassiko zu kommen, die Klassikos finden dieses Jahr im Oktober statt, am 25. und nächstes Jahr am 9.5. Also diejenigen, die ihr Glück probieren wollen, ein Ticket für ein Klassiko zu bekommen, viel Glück und versucht direkt eins für mich mitzubekommen. So, ja, und jetzt, wie gesagt, habt ihr das Training ja eben ein bisschen gesehen. Ich lasse es jetzt auch noch ein bisschen weiterlaufen. Da gibt es eine Übung, die ich ganz ehrlich nicht verstanden habe. Da sind 3 Stangen im Weg. Man muss sich irgendwie den Ball da durchpassen und ich glaube, du kriegst einen Punkt, wenn du den Gegner so ausgelaufen hast, dass dein Pass durch die Stange geht und er den nicht annimmt, etc. Denn gestern hat sich im Training eine Situation ergeben, da hat Xabi Alonso sich Kylian Mbappé gepackt und hat mit ihm diese Übung gemacht. Ja, meiner Meinung nach eine gute Herangehensweise von Xabi Alonso. Auch da kannst du nicht wie eine Axt in den Wald hineinfallen. Auch da bringt es nichts, wenn ein Xabi Alonso den Kylian Mbappé zusammenstaucht. Vielleicht entweder Zuckerbrot oder Peitsche, ne? Das war erstmal Zuckerbrot, mit ihm reden, mit ihm spielen, ihm zeigen, hör mal, du musst hier laufen, etc. Hoffentlich sehen wir das bei den nächsten Spielen und dieses Protestieren von Kylian Mbappé hört auf, ja. Und das ist wohl der perfekte Übergang, wenn wir über Protestieren reden, zum Hauptthema dieses Videos. Viele von euch haben mir gesagt, Mario, was war da los mit Jude Bellingham und Arda Güler? Auch beim Live-Watch-Along haben mir das viele gesagt. Und ich habe über dieses Thema so ein bisschen hinweggeschaut beim Live-Watch-Along. Warum habe ich das getan? Nicht, weil es ein schweres Thema war oder irgendwer mir sowas vorwirft. Weil ich aus einer Generation komme, ich bin jetzt, die 4 steht vorne auf meinem Geburtstag, also ich bin 43 Jahre alt. Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, wo man das Fußball genannt hat. Das ist das Normalste auf der Welt bei uns gewesen, dass sich 2 auf dem Fußballplatz ankacken gegenseitig. Und nach dem Abstoß nimmt man sich in den Arm und alles ist wieder gut. Deshalb habe ich dem nicht so viel Beachtung geschenkt, bin ich ganz ehrlich. Im Gegenteil, es war sogar so, dass diejenigen, die sich am besten verstanden haben, am meisten Krach miteinander auf dem Platz hatten. Ich selber habe das bei mir selber erlebt. Ich habe unter anderem mit meinem Bruder in einer Mannschaft gespielt. Und es ist so, es gibt in der Fußballmannschaft, ich glaube, jeder von euch, der schon mal in der Fußballmannschaft war, hatte das schon mal erlebt. Es gibt in der Fußballmannschaft 3, 4, 5, von mir aus 6 Leute, mit denen du dich sehr, sehr gut verstehst oder 2, 3 etc. Und dann gibt es wiederum Leute, das sind immer noch deine Kameraden und du würdest für die durchs Feuer gehen,
Aber sagen wir mal, mit denen hättest du in deinem Privatleben nicht so viel zu tun. Formulier es mal so. Und auf dem Fußballplatz, wenn es um irgendwas geht, kackst du dich eher mit denen an, wo du mehr Vertrauen hast. Ich hoffe, ich mache klar, was ich denke. Also für mich war so etwas nie ein schlimmes Zeichen. Sogar im Gegenteil, das war immer ein gutes Zeichen. Die Mannschaft kämpft, die Mannschaft will, die Spieler sind ehrgeizig. Die beiden müssen ein gutes Vertrauen zueinander haben, wenn die sich so gegenseitig ankacken. Deshalb habe ich das so ein bisschen, passieren lassen. Formuliere es mal so. Dann habt ihr mir gestern aber eine Szene gezeigt, die blende ich mal ein und ich hoffe, dass mein Video dafür nicht wieder Urheberrechtsprobleme kriegt. Und da muss ich schon sagen, das ist eine Aktion, die mir von Jude Bellingham nicht gefällt. Vorher habe ich immer gesagt, zu einem Streit gehören immer zwei. Ein Jude hat geschrien, aber auch ein Arda hat geschrien. Also da kann man nicht sagen, der ist das Unschuldslamm und der ist schuldig oder was auch immer. Meiner Meinung nach zum Streit gehören immer zwei. Aber wenn ich diese Szene sehe und ich sehe, dass ein Arda ruhig zu einem Jude hingeht, ihn sagt, hör mal, so beruhigt, und dann ein Jude aus dieser Situation rausgeht und den Zeigefinger erhebt und so. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das hat auf einem Fußballplatz nichts zu suchen. Wenn ich mir vorstelle, mein Bruder wäre zu mir gekommen und hätte gesagt, ja hör mal, ich wäre der Erste, der gesagt hat, komm, alles gut, ja, hast ja recht oder was auch immer. Aber in der Situation so ein bisschen wegzugehen und nochmal Ärger zu suchen, nee. Und da muss Jude Bellingham dringend an sich arbeiten. Du kannst ehrgeizig sein, aber es gibt meiner Meinung nach Grenzen. Das kannst du von mir aus später auch noch in der Kabine klären, aber nicht auf dem Fußballplatz vor Millionen von Menschen. Allgemein muss Jude Bellingham da auch etwas aufpassen. Mich hat es persönlich sehr geärgert, bin ich ganz ehrlich, dass bei der Club-WM beim ersten Spiel gab es wieder eine Szene, wo die Kamera ganz klar aufgenommen hat, wie er wieder zum Linienrichter gesagt hat, fuck off. Meine Güte, Jude, dein Fuck-Off gegen Osasuna hat uns die halbe Liga gekostet. Also bitte, lerne deine Emotionen etwas mehr unter Kontrolle zu kriegen. Und ich, wie gesagt, muss mich ein bisschen entschuldigen, dass ich diese Szene nicht so kommentiert habe. Das war nicht, weil ich irgendjemanden schützen wollte. Für mich, ich habe das so nicht gesehen mit diesem Zeigefinger. Wie gesagt, da sage ich auch, wenn es mir nicht gefällt. Trotz alledem bin ich der festen Überzeugung, dass ein Jude Bellingham und ein Arda Güler essentielle Bestandteile der Mannschaft sind. Real Madrid funktioniert nur so, wie sie funktionieren zurzeit, weil ein Jude Bellingham und ein Arda Güler auf dem Platz stehen. Also diese beiden müssen sich verdammt nochmal zusammenraufen. Das muss funktionieren. Naja, wie dem auch sei, das ist meine Meinung zu der Situation. Zum ersten Streit gehören beide, aber spätestens als Arda beruhigend dahingegangen ist, hat mir die Reaktion von Jude Bellingham überhaupt nicht gefallen und ich erwarte von einem Xabi Alonso, dass er da interveniert. Ja. Das war mein Wort zum Samstag, denn morgen gibt es kein Video. Meine Frau, die große Liebe meines Lebens, hat morgen Geburtstag. Morgen werde ich mit ihr natürlich dementsprechend feiern und werde einen schönen Tag mit ihr verbringen. Deshalb hoffe ich, dass ihr mir verzeiht, dass es morgen kein Video gibt. Nichtsdestotrotz könnt ihr auf diesem Video gerne ein Like da lassen, einen Kommentar, teilen, followen etc. pp. Wir sind weiterhin auf der Jagd zu den 15.000 Followern. Ist noch ein langer Weg. Wenn du mich unterstützt, würde mich das freuen. Und wir sehen uns am Samstag in alter Frische. Bis dahin. A la Madrid!